introduces us to a new kind of justice. Und Jesus stellt uns eine neue Art der Gerechtigkeit vor. It's not a justice that gives you what you deserve, Es ist nicht die Gerechtigkeit, die dir gibt, was du verdienst, because he tells the story of a farmer that goes out early in the morning and hires some workers. denn er erzählt die Geschichte von einem Bauern, der so Tagelöhner anstellt am Morgen He goes halfway through the day, he hires some more. und dann so am Mittag wieder noch mehr anheuern He goes an hour before the end of work and he hires some more. und eine Stunde vor Feierabend wieder noch mehr anheuern. And then when he starts paying them, he pays the people who have only worked 1 hour, he pays them first. Und dann bezahlt er die, die nur eine Stunde gearbeitet haben zuerst. And he gives them a full day's Und er wages. gibt ihnen so den Lohn eines ganzen Tages. And the people standing in the back of the queue say, ooh, we're gonna get a lot today. Und die hinten stehen in der Schlange, die denken so, oh, heute kriegen wir viel Geld. And then the people that came in the middle of the day, he also gives them a day's Und wages. dann die am Mittag angeheuert wurden, denen gibt er genauso viel. They are unhappy. Die sind nicht ganz so glücklich damit. And the people that started early in the morning gets the same Und wages. die ganz früh am Morgen angefangen haben, bekommen denselben Lohn. They are very upset. Und die sind ziemlich sauer. And because our justice is we need to get what we deserve. Denn unsere Gerechtigkeitsverständnis ist, wir müssen das bekommen, was wir verdienen. And other people must get what they deserve also. Andere Leute müssen das bekommen, was sie verdienen. And the people who work the hour do not deserve a full day's wage. Und die einen ganzen Tag die nur eine Stunde gearbeitet haben, verdienen nicht den Lohn eines ganzen Tages. But God's justice does not give us what we deserve. Aber Gottes Gerechtigkeit gibt uns nicht, was wir verdienen. God's justice gives us what we need. Gottes Gerechtigkeit gibt uns, was wir brauchen. What we need to be healed. Was wir brauchen, um geheilt zu werden. The people who only worked the hour still had a family that had to be fed. Ja, die Menschen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, haben immer noch das Geld gebraucht, um ihre Familien zu He füttern. gives them what they need, not what they Er hat deserve. ihnen gegeben, was sie gebraucht haben, nicht was sie verdient haben. God's justice restores, it heals. Gottes Gerechtigkeit stellt wieder her, sie heilt. And so, when Jesus is resurrected from the dead, Als Jesus von den Toten aufersteht and Peter starts preaching about this resurrection, und als Petrus anfängt, über diese Auferstehung zu predigen, he speaks to a very specific crowd. da spricht er zu einer ganz spezifischen Gruppe von Menschen. This crowd was there a few weeks ago Diese Gruppe von Menschen war vor ein paar Wochen gegenwärtig, when Jesus was still alive. als Jesus noch lebendig war. And he tells them a story. He says a farmer had a big field Und Jesus hat ihnen diese Geschichte erzählt. Ein Bauer hatte dieses Feld and he gave it to stewards to look after. und er hat es so Leuten übergeben, dass sie danach schauen würden. And when harvest time came, he sent a servant to say, go and get my portion of the harvest. Und dann als dann die Ernte kam, dann hat er seinen Sohn losgeschickt zu den Pächtern und sie sollen die Ernte einholen. And the steward said, let's kill the servant and keep everything for Und dann haben die ourselves. Pächter gesagt, lass uns den Diener, nicht den Sohn, den Diener töten und dass wir alles für uns selber behalten. That happened the second time. Das ist nochmal passiert. And then a third time he said, I will send my son. Surely they will hear him. Und dann beim dritten Mal sagt er, ich werde meinen Sohn schicken, auf den werden sie hundertprozentig hören. But you see, God's desire is that we should hear him. Denn es ist Gottes Verlangen, dass wir ihn hören. His purpose is not that we should kill his son. Es ist nicht seine Absicht, dass wir seinen Sohn töten würden. His purpose is for us to hear his message. So, er wollte, dass wir seine Botschaft hören. But the stewards say, this is the heir, let's kill him also. So, und dann haben sie gesagt, das ist der Erbe, lasst ihn uns auch töten. Then it will all be ours. Dann wird es alles unser sein. And he says, what shall I do with those stewards? Und dann hat der Bauer sich gedacht, was soll ich mit diesen Pächtern tun? And the people are outraged. Und die Leute waren zornig. They are so wicked, they should be destroyed utterly. Was für bösartige Menschen, die sollten umgebracht werden. It's their own judgment. Das ist der Urteil, den diese Gruppe von Menschen da fällt. That the righteous judgment is their destruction. So, ihr gerechtes Urteil ist die Zerstörung dieser Menschen. 2 weeks later, Ein paar Wochen später Peter stands in front of these same people. steht Petrus vor derselben Gruppe von Menschen
And he says, this Jesus whom you murdered, Und er sagt, diesen Jesus, den ihr ermordet habt, God raised him from the dead. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. This is not good news. Das ist keine gute Nachricht. We don't want our victim to become our judge. Wir wollen nicht, dass unser Opfer unser Richter wird. And they still have their own judgment ringing in their Und ears. sie erinnern sich noch an ihr Urteil, das sie gefällt haben, als ihnen Jesus diese Geschichte vor ein paar Wochen The right erzählt hat. thing to be done would be our destruction. Die gerechte Sache wäre unsere Zerstörung. But then the surprisingly new way of justice, Aber dann ist diese überraschende neue Art und Weise von Gericht, where the victim says, I want to restore relationship. wo das Opfer sagt, ich möchte die Beziehung wiederherstellen. I want to forgive. Ich möchte vergeben. That's God's justice. Das ist Gottes Gerechtigkeit. You see, we think that God nailed Jesus to the cross because justice demanded that sin be punished. So wir denken, Gott hat Jesus ans Kreuz genagelt, weil die Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass Sünde bestraft werden muss. We imagine that there is a law higher than God, the Yeah. law of Wir haben justice, uns vorgestellt, dass dieses Gesetz, dem Gott sich beugen muss, das Gesetz der Gerechtigkeit. and that the wages of sin is death, Und dass der Lohn der Sünde ist der Tod. and that somehow God's righteous anger needed to be poured out Und onto his son. dass Gottes gerechter Ärger, Zorn irgendwie über seinen Sohn ausgegossen werden musste. So that the horror of this violence will make him feel better towards you. Dass der Horror dieser Gewalt dazu führen würde, dass er sich besser über dich fühlt. But in Colossians 2, it tells us what God nailed to that cross. Aber im Kolosserbrief lesen wir, was Gott wirklich an das Kreuz genagelt hat. He says the handwriting that was against you, Er sagt so die the record of your wrongs, genau so die Liste was wir falsch getan haben, wurde ans Kreuz genagelt. the law that demanded that you should get what you deserve, Das Gesetz, das verlangt hat, dass du bekommst, was du verdienst. that law of justice that humans invented. Dass dieses Gesetz dieser Gerechtigkeit, die Menschen erfunden haben, It is that whole system that God nails to the es cross. ist dieses komplette System, das Gott ans Kreuz genagelt hat. When Jesus speaks, he says, Father, forgive them, Als Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, because they don't know what they do. denn sie wissen nicht, was sie tun. He doesn't say, Father, forgive them because they have seen how wrong they were. Er sagt nicht, Vater, vergib ihnen, denn sie haben erkannt, wie falsch sie waren. Father, forgive them because they have confessed their Und sins. Vater, vergib ihnen, denn sie haben ihre Sünden bekannt. Father, forgive them because they believe the right doctrine. Vater, vergib ihnen, denn sie haben die richtige Lehre angenommen. Oh, Father, forgive them because they belong to the right church. Oder Vater, vergib ihnen, sie gehören der richtigen, wahren Gemeinde an. He just says, Father, just forgive them. Er sagt einfach nur, Vater, vergib ihnen einfach. Because that's the only way in which we're going to come out of our ignorance, Denn das ist die einzige Art und Weise, wie wir aus unserer Ignoranz herauskommen. out of the cycle of violence, Aus diesem Zyklus der Gewalt, where we think we should get what we deserve, wo wir denken, wir sollten bekommen, was wir verdienen, into a new reality where we get so much more. wo in eine neue Realität hinein, wo wir so viel mehr bekommen.